Was gibt es bei diesem Wetter Besseres als einen selbstgemachten, erfrischenden Eistee? Ich zeige euch heute 2 leckere Varianten. Die klassische mit Zitronengeschmack und heiß aufgebrühten Tee und eine leckere Pfirsich-Variante mit kalt aufgebrühten Tee. Los geht's mit den Zutaten und der Zubereitung der klassischen Variante mit Zitrone. Ihr braucht frisch gepressten Zitronensaft, schwarzen Tee, Zitrone und frische Minze, Wasser und Honig oder was anderes zum Süßen, je nach Geschmack. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben zum Nachlesen und Ausdrucken ist wie immer unter diesem Video in der Infobox verlinkt oder ihr findet es direkt auf amerikanisch-kochen.de. Als erstes wird das Wasser aufgekocht und der Tee damit übergossen. Das Ganze sollte anschließend 5 Minuten ziehen. Danach werden die Teebeutel entfernt und der Tee nach Belieben gesüßt. So sollte das Ganze dann erstmal abkühlen. Sobald der Tee abgekühlt ist, kommen noch die Zitronenstücke, Minze und der Zitronensaft hinzu und das Ganze wird gut durchgerührt. Am besten lasst ihr den Eistee jetzt nochmal 1 bis 2 Stunden durchziehen und serviert ihn danach mit viel Eis. Und weiter geht's mit dem kalt aufgegossenen Pfirsicheistee. Ihr braucht Wasser, Zitrone und Minze, Zucker, Wasser für den Sirup, weißen Tee, Pfirsichwürfel und Pfirsichspalten. Das kalte Wasser wird einfach über den Tee gegossen, mindestens aber für 8 Stunden in den Kühlschrank gestellt. Für den Sirup, der auch gut abkühlen sollte und den ihr deshalb auch schon zusammen mit dem Tee zubereiten könnt, werden die Pfirsichwürfel zusammen mit dem Zucker und dem Wasser bei mittlerer Temperatur gekocht, bis die Pfirsichstücke zusammenfallen. Danach wird das Ganze durch ein feines Sieb gegeben und der Sirup kalt gestellt. Sobald der Tee schön durchgezogen ist, werden die Teebeutel entfernt und das Ganze mit dem Sirup sowie der Minze, den Zitronensaft und den Pfirsichstückchen verrührt und mit viel Eiswürfeln serviert. Ich persönlich weiß ehrlich gesagt nicht, welcher Eistee mir besser gefällt. Ich liebe wirklich beide Varianten. Schreibt mir gerne einmal, was euer Favorit wäre und ob ihr kalt aufgebrühten Tee schon mal getestet habt. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Falls ihr die Rezepte ausprobiert, könnt ihr uns eure Bilder sehr gerne auf Facebook oder Instagram mit dem Hashtag amerikanisch kochen schicken. Über eure wunderschönen Bilder freuen wir uns immer sehr.